Moin aus dem Wunderland. Wir haben hier in Knuffing einen neuen Knopfdrücker, den wollen wir euch einmal vorstellen und mit euch gemeinsam die Kinderkrankheiten ausmerzen. Bevor wir damit aber auf die Anlage gehen, erkläre ich euch erstmal, was wir überhaupt haben. Das ist der Eisenbahndrehkran von Rocco. Den haben die uns vor Jahren schon zur Verfügung gestellt. Wir haben einfach so viele Projekte gehabt, dass es sich immer wieder verzögert hat, bis wir ihn jetzt tatsächlich mal auf die Anlage bringen konnten. Jetzt ist es aber soweit. Dieser Kran ist ein originalgetreuer Nachbau. Den gibt es so auch in der Wirklichkeit, der wird dafür genutzt, um havarierte Loks und Waggons wieder auf die Gleise zu stellen. Wir hatten sehr viele Ideen, was wir damit machen wollen. Es gab die Idee, den nach Hamburg zu bringen, zur Großbaustelle. Dann gab es in Hamburg noch die Idee, weil wir gerne die Drehscheiben wieder links von unserem Hauptbahnhof in Betrieb nehmen möchten, den da irgendwie zu platzieren. Letztendlich hat Gerd aber entschieden, nein, der kommt nach Knuffing, hinter den Hauptbahnhof. Bei uns wird er auch genau dafür genutzt werden, was er auch im Original tut. Wir hatten viele verschiedene Ideen, was er machen könnte, haben uns aber letztendlich doch dafür entschieden, beim Original zu bleiben. Da wir uns dann letztendlich für einen Ort entschieden hatten, kam das nächste Problem. In Knuffing liegen leider noch 3-Leitergleise. Dieser Kran ist jedoch für 2-Leitergleise gebaut. Also habe ich mit Olaf gesprochen, ob wir da was machen können. Er hat gesagt, ja, gar kein Problem. Ich habe ihm das Ding in die Hand gedrückt und er hat ihn umgebaut für uns. Dann haben wir den Kran von Olaf zurückbekommen und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Was brauchen wir eigentlich alles dafür, um diesen Kran zum Laufen zu bringen auf der Anlage? Dafür packe ich den mal ein bisschen beiseite. Wir haben zum einen unsere Mivolite mit unserem provisorischen Knopf, der dann später in der Anlage richtig in der Box verbaut ist. Dann haben wir die Z21 von Rocco selbst gebraucht. Unsere Anlage, unsere Software kann leider keine Kransteuerung. Um den steuern zu können, mussten wir uns halt eben daran bedienen. Da die etwas mehr Strom verbraucht, als es sonst üblich ist bei uns auf der Anlage, mussten wir auch noch eine Boosterplatine verbauen und einen Spannungswandler, weil sie natürlich nicht mit unseren 15 Volt läuft, sondern mit 20. Gesteuert wird das Ganze per Raspberry. Der ist per LAN-Kabel mit der Z21 verbunden. Und da wir hier ein Startsignal anlegen von unserer Mivolite, müssen wir die noch voneinander galvanisch trennen. Dafür benutzen wir noch einen Optokoppler, um keinen Kurzschluss zu produzieren. Soweit die Theorie. Jetzt gucken wir uns mal oben auf der Anlage an, ob das auch tatsächlich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wie ihr seht, der Kran da hinten steht leider nicht mehr so, wie er eigentlich stehen sollte. Das bedeutet, einer von uns muss jetzt auf die Anlage. Das bin in dem Fall nicht ich, weil ich bin dafür zu groß und zu schwer. Aber ich kenne jemanden, der das sehr gut kann. Und diejenige rufen wir jetzt mal an. Wo ist die denn? Da. Hey Nina. Komm doch mal nach Knuffing, wenn du gerade Zeit hast. Ja, ich komme gleich. Super. Das war zu einfach. Ja, wie du siehst, wir haben noch so ein bisschen Probleme wieder. Das heißt, du musst da noch mal rauf und das Ganze noch mal wieder richtig einhaken. Okay. Wir haben auf der Anlage überall Trittflächen verbaut, wie zum Beispiel Wasserflächen. Die sind eigentlich überall Trittflächen. Und sonst haben wir noch einzelne Punkte, wo man auf die Anlage treten kann. Hier in Knuffing, der Bauabschnitt ist schon ein bisschen älter, deswegen sind einige nicht mehr ganz so stabil. Deswegen muss ich hier rauf. Lieber groß fühlen. Ja, was haben wir? Also der ist auf jeden Fall hier runter. Und der Kran hat sich auch verschoben, also muss ich den erstmal wieder richtig aufstellen. Ja. Und dann würde ich den Wagen noch mal neu einhängen. Ja, ich würde diesmal dann die Ösen zwischen die beiden Achsen machen, dass er nicht runterrutschen kann. Ja, und ich platziere mich mal eben hier. Oh, das ist auch eine richtige Fummelarbeit hier, den erstmal auszurichten. Ist das Seil oben noch richtig in der Rolle? Nein. Hast du eine Pinzette dabei? Nein. Schade. Dann hole ich eine. So, stehen tut das schon mal wieder richtig. Also das Schöne und Besondere an diesem neuen Knopfdrücker ist auf jeden Fall, dass der einmal diesen Waggon dann hochhebt und dann einmal sich um 180 Grad dreht und den Waggon wieder aufs Gleis aufsetzt.
Bedeutet, das ist einfach ein Eisenbahndrehkran, der den Waggon von dem einen aufs andere gleichstellt. Der Kran hat so 4 Arme drauf, der fest steht später. Und den hier an den Gleisen ein bisschen auszurichten, weil natürlich die ganze Fläche durch das Schotterbett und so ein bisschen uneben ist. Der Kran muss aber trotzdem vernünftig stehen können. Und jetzt das Ganze ein bisschen auszurichten, ist am Anfang ein bisschen schwierig. Aber wenn er erstmal einmal vernünftig steht, dann läuft das auch. Um das einzustellen, der kleine schwarze Bügel, der da oben drauf ist. Nee, nur oben. Ja, Eine Seite so ein bisschen rausbiegen und nach oben raushakeln. Und dann ist dieses kleine gelbe Teil auf den Rollen, kannst du auch nach oben rausziehen. Okay, eingehängt. Und dann die gelbe Klappe hinten, dass die hoch steht. Da ist das Polystück und dann muss der schwarze Bügel gegen. kannst du mich auf der Kamera sehen? Auf der 40. Ich sitze auf der Anlage. Wenn ich dir gleich den Daumen zeige, kannst du den entsperren, bitte. Und wenn wir ihn ausgelöst haben, kann sie ihn auch gleich wieder sperren. Eisenbahndrehknopf, der ist sozusagen da gezeichnet. Ja, wahrscheinlich ist er noch nicht hoch genug Ja, da müssen wir gleich nachjustieren. Ja. Der Zug muss noch wieder ein bisschen weiter nach oben, aber Ja. die Feineinstellung mache ich von unter der Anlage. Dann komme ich erstmal runter. Ja, so, wir sind jetzt unter der Anlage. Wir haben hier ein spezielles Setup. Das ist kein klassisches, wie wir sonst Knopfdrücker verdrahten. Wir haben hier einen Raspberry, der die Zentrale von Rocco steuert, verbunden mit einem Display, damit wir ihn auch von unterhalb der Anlage noch per Hand steuern können, falls mal was sein sollte. Das Programm für den Raspberry hat unser jetzt ausgelernter IT-Kollege Boy programmiert. Der Raspberry kann DCC sprechen, was wir für die Modelleisenbahn brauchen, was die Z21 verstehen kann. Und die gibt dann einfach ihr Signal nach oben an den Kran weiter und der führt die Befehle aus. Da wir oben gesehen haben, dass der Kran noch nicht wieder mit seiner Seilwinde in der Position ist, wo wir ihn brauchen, werden wir uns jetzt einmal kurz das Programm per Hand aufrufen und dann die Seilwinde dahin fahren, wo sie hin muss. Das sieht so aus. Hier haben wir die einzelnen Befehle, die der Kran ausführen kann und ein kleines Eingabefeld, worüber wir die einzelnen Befehle aufrufen können und sagen können, wie lange diese ausgeführt werden. Und dann sollte der Kran das hoffentlich machen. Und da brauchen wir Seilwinde heben, das ist die 3. Und den lassen wir mal für 10.000 Millisekunden, also 10 Sekunden fahren. Nina, magst du oben einmal kontrollieren, ob er sich bewegt? Fährt hoch. Top. Passt das von der Höhe, Nina? Ja, ich denke schon. Gut. Dann lassen wir das so. Wäre klasse, wenn du noch mal hochgehen könntest, um den Wagen einzuhängen. Ja, schön, dass du nur nickst. Dann gehe ich mal wieder hoch. Danke. So, dann hängen wir das gute Stück mal ein hier. Passt doch gut. Ja, ich würde ihn ja schon minimal höher noch machen, oder? Das macht das Programm ja später von alleine. Also wir können da noch mal gucken, dann muss ich die Zeit noch mal anpassen. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Dann entsperr doch nochmal. Ja. Dann können wir nochmal drücken. So, dann haben wir uns jetzt hier mal die Übersicht von Knuffing geholt. Geben den Knopf frei. Natürlich kommt dann einer vom Leitstand dazwischen. Ne? Kommt einer vom Leitstand dazwischen und klaut mir die Kamera. Kann ich die jetzt wieder haben? Okay, neuer Versuch, in der Hoffnung, dass der Leitstand uns nicht wieder die Kamera klaut. Ich gebe den Knopf frei und kann ihn von hier gleich auslösen. Und dann sollten wir auf der Kamera sehen, ob er funktioniert. Das sieht gut aus. Aber ich sehe, er muss ein bisschen höher. Ja, ich würde ihn ja schon minimal höher noch machen, oder? Das macht das Programm ja später von alleine. Von alleine. Ich verstehe das Problem. Da müssen wir noch mal nacharbeiten. Ja, du machst. Soll ich die Gurte sonst ein bisschen strammer machen? Wenn das doch geht, ja, dann richten wir ihn so aus. Dann müssen wir nicht das Programm anfassen. Hast du noch die Pinzette? Aber sicher. Ja, ich würde jetzt sagen, ja. Dann testen wir noch einmal. Genau, gebe ich dir noch mal frei und probieren ihn aus. Oh. Warum ist ein Hinken schief? Ah, der hat geklemmt. Ich sag, das sieht gut aus. Dann lassen wir ihn erstmal so wieder fahren. Ja, gehen wir frei und dann gehe ich in der Stunde 2 noch mal gucken, Ja. wie es aussieht. Aus ein paar Stunden sind nur ein paar Wochen geworden. Der Kran macht einen super Job, läuft sehr zuverlässig. Wir haben bisher gar keine Probleme gehabt.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon hier wart, euch den Kran angeguckt habt und schon mal gedrückt habt. Und dann habt noch einen schönen Sonntag.